Moin moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du da bist. Ja, solltest du ganz neu auf meinem Kanal sein, dann natürlich auch dir ein herzliches Willkommen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Nischenparfums. Und heute stelle ich euch ein aktuell sehr gehyptes Parfum, nämlich Falcon Leather der Marke Matière Première vor. Wir gehen hier auch gleich mal zur Präsentation. Wir haben hier zwar ein schlichtes Flakon-Design, aber dennoch sehr hochwertiges Glas. Der Deckel, die Kappe ist auch sehr hochwertig. Das wird wahrscheinlich gehärtetes Kunststoff sein. Und hier haben wir den Zerstäuber. Also ich persönlich lege ja mal sehr viel Wert auf die Umverpackung, auf den Gesamteindruck. Und das ist auch tatsächlich mein einziger Kritikpunkt an dieser Marke, denn wir haben hier einfach nur einen schlichten Pappkarton. Der ist zwar von der Oberfläche so ein bisschen rauer und mattiert, das sieht zwar ganz schick aus, aber es ändert eben nichts daran, dass das einfach nur ein ganz schlichter Pappkarton ist. Ich finde, wenn man so 200 € für ein Parfum ausgibt, dann darf es ruhig etwas mehr an Verpackung, an Aufmachung sein. Wir kennen das ja von Marken, zum Beispiel wie Xerjoff, da bekommt man eine richtige Schatulle, Zertifikate und so weiter und so fort. Also man sieht eben, dass es auch anders geht. Aber gut, das ist auch nur so mein Empfinden. Wie gesagt, ich finde, da könnte ein bisschen mehr von der Marke kommen. Aber gut, primär geht es natürlich um das Parfum. Ich sagte eingangs, ist es aktuell sehr gehypt und das ist es auch zu Recht. Ich möchte dennoch, bevor wir zum Parfum kommen, noch mal ein, zwei Worte zu der Marke bzw. zum Parfümeur sagen. Und zwar ist der Inhaber und eben Parfümeur der Marke Herr Roland Guichard. Ein sehr renommierter Parfümeur, der in den letzten Jahren für diverse Parfümhäuser gearbeitet hat. Er hat zum Beispiel Versace Eros kreiert, für Zadig und Voltaire, This Is Him, Just Rock kreiert und hat auch für die Marken Gucci, Tom Ford und andere Marken eben in der Vergangenheit viele, viele tolle Parfums kreiert. Er hat sich vor einigen Jahren mit der Marke Matière Première selbstständig gemacht und Falcon Leather ist ein Release aus dem Jahre 2019. Und das Besondere an dieser Marke ist, der Herr Guichard versucht auf alle möglichen Zusatzstoffe, Farbstoffe zu verzichten. Er versucht ein Parfum möglichst natürlich zu kreieren und lässt eben alles raus, was nicht zwingend in einem Parfum sein muss. Er wohnt in Frankreich, hat dort ein riesiges Anwesen und baut auf seinen Feldern, pflanzt auf seinen Feldern, wie auch immer, diverse Duftstoffe, Pflanzen selbst an. Er hat diverse Rosensorten, die er dort anpflanzt und auch andere Dinge. Und diese verwendet er eben in seinen Parfums. Das finde ich persönlich total toll. Wie gesagt, ich mag das Gesamtpaket, so den Flakon, den Karton, die Aufmachung, die Gedanken hinter einer Marke, hinter dem Parfum. Ich finde das ganz toll und in dem Fall baut er, wie gesagt, selbst einige seiner Inhaltsstoffe an und verwendet diese. Ja, jetzt kommen wir aber mal zum Parfum. Wie riecht Falcon Leather? Der Name lässt es vermuten, es riecht nach Leder. Wir haben eine recht intensive und starke Kopfnote. Man bekommt gleich das volle Brett an Leder. Es riecht animalisch, leicht rauchig. Es riecht wie so ein neuer, dunkler Lederhandschuh. Der Unterschied, und das ist eben auch für mich so der ganz wesentliche Unterschied ist, Falcon Leather arbeitet mit einer Safrannote. Und Safran macht für mich ein Parfum, ja, ich sag's jetzt mal ganz salopp, lecker. Man bekommt Lust auf mehr, man bekommt Appetit. Es ist sehr anziehend, eine sehr anziehende, für mich sehr anziehende Duftnote. Und das macht hier Falcon Leather eben sehr besonders. Man bekommt so einen leichten Touch, so eine leichte Erinnerung an Oud for Greatness oder Baccarat Rouge, weil das auch Parfums sind, die mit einer sehr intensiven Safrannote arbeiten. Und dementsprechend wird man vielleicht so ein bisschen an diese Parfums erinnert. Aber es ist natürlich kein Parfum, was so riecht wie Oud for Greatness oder wie Baccarat Rouge, sondern wie gesagt nur durch die Safrannote so ein bisschen in diese Richtung geht.
Ich habe ganz viele, oder was heißt ganz viele, das ist Quatsch, aber ich habe die ein oder andere Bewertung zu Falcon Leather gelesen. Natürlich ist ein Parfum, der Geruch, subjektiv. Jeder empfindet das anders. Ich kann Falcon Leather feiern, du kannst Falcon Leather total schlimm, schrecklich finden, wie auch immer. Trotzdem muss ich sagen, dass ich einige Bewertungen nicht nachvollziehen kann. Das Parfum hat sehr hohe Bewertungen, es ist sehr, sehr beliebt, aber man liest trotzdem hin und wieder mal Kommentare, Bewertungen wie, es riecht wie Aschenbecher, es riecht wie Zigarettenstummel, es riecht wie Autoreifen und so weiter und so fort. Das kann ich persönlich absolut gar nicht nachvollziehen. Es ist hier ein ganz, ganz hochwertiges Leder, also es hat für mich dementsprechend überhaupt gar nichts mit verbrannten oder durchgefahrenen Autoreifen zu tun. Es riecht auch nicht nach Aschenbecher. Natürlich haben wir durch diese intensive Kopfnote eben so ein intensives, flashiges Erlebnis. Und natürlich kann ich das irgendwo nachvollziehen, dass das vielleicht den einen oder anderen überfordert. Aber es ist ja qualitativ sehr hochwertig. Und der Dry Down, der dann auch relativ zügig nach dieser intensiven Kopfnote kommt, der ist einfach bei Falcon Leather göttlich. Also ich habe selten so einen tollen, sanften, qualitativ hochwertigen Dry Down gerochen. Eben zum Beispiel durch diese Safrannote. Und dementsprechend kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, dass Leute dann eben so etwas schreiben oder bewerten. Manchmal frage ich mich auch, ob die Leute das Parfum wirklich mehrere Male getragen haben oder es eben nur kurz auf den Teststreifen gerochen haben. Das macht natürlich einen riesen Unterschied aus. Ich sage es immer wieder, Teststreifen schön und gut, man bekommt aber letztlich nur einen Eindruck der Kopfnote. Mehr bekommt man auf einen Teststreifen nicht. Auf der Haut ist es nochmal ganz anders. Es reagiert mit der Haut, mit der Wärme, mit der Hitze, mit Schweiß etc. Und es hat einen ganz anderen Duftverlauf als auf einem Teststreifen. Deswegen testet dieses Parfum unbedingt auf der Haut und tragt es nicht nur einmal, sondern tragt es mindestens 2 oder 3 Mal, um dann wirklich ein abschließendes Fazit geben zu können. Ja, wir kommen noch mal ganz kurz zu den Duftnoten. Ich blende euch diese ein. Wir haben natürlich hier Safran, finnischer Birkenteer, Benzoé Absolu, spanisches Labdanum und eben Leder. Labdanum riecht immer so ein bisschen amberartig, balsamisch und hat so einen ganz, ganz minimalen Honigtouch. Und das riecht man eben auch. So Leder kombiniert mit diesem balsamischen, mit diesem Safran und mit diesem Birkenteer. Also ich bin total begeistert. Ich liebe dieses Parfum. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ach ja, die Haltbarkeit und die Sillage überdurchschnittlich gut. Es hält Ewigkeiten, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wie lange hält es? Locker 14, 16, 18 Stunden morgens aufgesprüht. Macht euch keine Gedanken, ihr kommt durch den Tag. Die Sillage ist in den ersten Stunden, in den ersten 3 bis 4 Stunden, ja, sehr intensiv. Also ihr habt eine recht intensive und große Duftaura. Und danach, ja klar, wird es natürlich immer weniger, aber wie gesagt, die Haltbarkeit ist wirklich überragend. Und was man sagen muss, Falcon Leather kommt wirklich sehr, sehr gut im Umfeld an. Es ist Wahnsinn, ich habe dieses Parfum erst 3 oder 4 Mal getragen. Ich hatte mir vorher eine Abfüllung geholt. Hier ist tatsächlich noch nicht allzu viel raus, weil man eben auch nicht viele Sprüher braucht. Und ich wurde jedes Mal auf dieses Parfum angesprochen. Es ist Wahnsinn. Also ich liebe dieses Parfum, ich feiere dieses Parfum, aber trotzdem bin ich jedes Mal immer wieder erstaunt, wenn ich dann eben auf das Parfum angesprochen werde. Also es kommt wohl durch diese Duftaura, durch die Kombo Leder, Safran, balsamische, amberartige Noten super, super gut im Umfeld an. Und ja, das hat mich gewundert, aber wie gesagt, ich feiere es ja auch und dementsprechend finde ich es dementsprechend auch gut. So, ja, das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Also Falcon Leather, Leder mit Safran, eine ganz tolle Kombination. Dazu ein bisschen Birkenteer, Benzoé, Labdanum. Ein wundervolles Parfum, überragende Haltbarkeit. Gerade die ersten Stunden eine sehr, sehr gute Sillage. Ihr habt eine wundervolle Duftaura, ihr bekommt Komplimente. Und ja, genau, nochmal ganz kurz zu den Konditionen. Falcon Leather kostet so um die 200 Euro.
Es gibt nur recht wenige Parfümerien in Deutschland, die die Marke Matière Première führen. Ja, bestellt euch da einfach eine Abfüllung, Proben. Ihr könnt die Marke auch direkt anschreiben. Die sind super kommunikativ und senden euch bestimmt auch Proben zu. Ich, bevor es jetzt irgendwie ja, falsch verstanden wird, habe mir das Parfum und auch andere Parfums der Marke selbst gekauft. Ich stand nur eben einmal mit denen per E-Mail in Kontakt, weil es da um Oud 7 ging, um das Oud Parfum, was ich hier in Deutschland leider noch nicht bekommen habe. Und dementsprechend kann ich sagen, die sind da super lieb und wie auch immer. Na gut, das soll es gewesen sein. Klare Empfehlung meinerseits, ganz, ganz tolles Lederparfum. Und ja, danke, dass du reingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund.